due to the time schedule that we have for today, I propose that we go to the second question right away. And the second question is more about the attitudes of people. So the question is, what does it take to get travelers from planes to trains? It's one of the critical issues of our time, maybe. Ticketing, booking in advance, pricing, amenities on board, passenger rights, etc. So I'll start by giving the floor to Carl. Do you have any thoughts about what does it take to get people on the train? Ich denke einfach mal, dass es ziemlich klar ist, es muss günstiger und zuverlässiger werden. Also die Züge haben teilweise stundenlang Verspätung, Sie haben es alle mitbekommen. Wie heißt die nochmal? Nick, achso, Nick und Karima sind beide zu spät gekommen. Karima ist immer noch unterwegs, einfach weil die Züge nicht pünktlich waren. Weil selbst wenn ich nur S-Bahn oder Regionalzug fahre, dann ist es so, dass ich teilweise 10, 20 Minuten Verspätung habe oder der Zug komplett ausfällt. Das geht nicht. Wenn ich morgen einen Termin in Barcelona oder Wien habe und dann mit dem Nachtzug hinfahren will und der dann ausfällt, darauf kann ich mich nicht verlassen. Und ich denke mal, die Hauptkonkurrenz zum Nachtzug ist immer noch das Flugzeug. Und das Flugzeug ist einfach zuverlässiger. Also ich glaube, ich hatte einmal bei meinen vielen, vielen Flügen, die ich leider hatte in meinem Leben, einmal eine Verspätung. Fliegen ist halt einfach 1000-mal, oder nicht 1000-mal, keine Ahnung, ist deutlich zuverlässiger als Nachtzüge oder als generell Zugfahren. Und daran muss gearbeitet werden und natürlich auch an den Preisen. Ein riesiges Problem ist zum Beispiel mit der Infrastruktur. Ein Flugzeug braucht als Infrastruktur nur die Start- und die Landebahn, mehr nicht. Das reicht, um ein Flugzeug von A nach B zu bekommen. Um einen Zug von A nach B zu bekommen, braucht man einen Zug, die Schienen müssen gebaut werden, regelmäßig gewartet werden, da müssen Bahnhöfe sein, die Bahnhöfe müssen auch gebaut werden und regelmäßig gewartet werden und so weiter. Das ist einfach extrem aufwendig. Das heißt, wir brauchen erstens Innovation, um einfach das Material besser zu machen und dafür zu sorgen, dass es einfach günstiger wird, die Strecken zu betreiben. Und wir brauchen günstigere Zugfahrten an sich, das heißt Steuerbegünstigung habe ich vorhin schon erwähnt, vielleicht eben Zuschläge, die es gibt, wenn man, was weiß ich, einen Zug nimmt, so ähnlich wie es zum Beispiel zurzeit bei den E-Autos ist. Wenn man sich ein E-Auto kauft, kriegt man eine beachtliche Summe vom Staat dazugegeben. Eben so könnte es vielleicht auch bei Zugtickets sein, bei Nachtzugtickets. Und ich denke mal, das sind so also wir müssen es günstiger und zuverlässiger machen, um die Leute zu bewegen, mehr Zug zu fahren. Well, the gist is that for more people to come from planes back onto trains, trains have to become cheaper and more reliable. Okay, good. That's a quite good summary. I'll give the floor for this question also to Bernhard. So 2 minutes for you. Ja, also wie kriegt man mehr Leute in die Züge? Also erstmal braucht man die Züge, weil bei den beiden Verbindungen ist es im Moment so, dass es eher was für die Bahn-Enthusiasten ist. Zum Beispiel, wenn ich von Berlin oder von Hamburg nach Paris will, dann fahre ich 8 Stunden über den Tag. So Bahn-Enthusiasten wie ich und ein paar andere hier machen das. Aber dass das nicht alle machen, kann man den Leuten auch nicht vorwerfen. Und da wäre eben Nachtzug eine perfekte Verbindung, hatte ich ja eben schon gesagt. Das nächste, was wir brauchen, wären auf jeden Fall sehr komfortable Züge. Die Nachtzüge sind zum Teil ziemlich in die Jahre gekommen und schon die Deutsche Bahn hatte angefangen mit so Designstudien, wie kann man zum Beispiel mehr so Einzelabteile machen, was sich viele Menschen wünschen. Das hat die ÖBB weitergemacht und das wird auch in den neuen Nachtzügen zum Teil kommen, aber das ist was man auch noch viel stärker machen könnte.
Dann natürlich fairer Wettbewerb zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, also vor allem zwischen Bahn und Flugzeug, das war ja eben schon angesprochen. Und vor allem heißt das, Fliegen muss sehr viel teurer werden, weil Fliegen ist einfach die allerschädlichste Art zu reisen und das muss sich im Preis widerspiegeln. Sonst werden wir keine massenhafte Verlagerung auf die Bahn kriegen. Und wenn man noch radikaler reingehen möchte, könnte man natürlich in Zeiten der Klimakrise auch darüber nachdenken, ob man einfach Flüge unterhalb einer bestimmten Entfernung schlichtweg untersagt. Ob man sagt, unter 1000 Kilometern keine Flüge. Das wäre radikaler, ich wäre dafür. Was noch helfen würde, die Bahn attraktiv zu machen, wäre ein wirklich europäisches, zusammenhängendes Netzwerk. Das haben wir mal mit diesem Lunarliner hier, der da auch ausliegt, haben wir das mal entworfen. Das ist nur ein Startpunkt, aber so könnte das aussehen, dass man eben die verschiedenen Nachtzüge auch mit den Tageszügen zusammendenkt. Alles als ein Netzwerk, am besten auch noch mit den Fähren auf die Inseln und so weiter. Das wäre eigentlich der Traum des europäischen Reisens. Und es sollte auch ein einfaches Buchungssystem geben. Das war eben schon erwähnt, das ist schwierig. Im Moment kann ich halt für ein Flugzeug ganz einfach ein Ticket buchen. Für die Bahn muss ich immer große Verrenkungen machen, manchmal mehrere Tickets buchen. Das geht nicht durchgehend. Das ist sehr, sehr schwierig. Und jetzt das Letzte, was mir persönlich auch noch wichtig ist, ich glaube, es geht auch um Reisekultur. Ich habe das selber jetzt im Sommer ausprobiert, da war eine Konferenz gegen innereuropäischen Flugverkehr in Barcelona und ich bin mit dem Zug dorthin gefahren. Alle Menschen sind dort mit dem Zug hingefahren. Auch eine spezielle Auswahl, keine Frage, aber da habe ich erlebt, was es heißt, wie viel man auch erleben kann, wenn man zwischendurch eine Pause macht, noch einen neuen Ort kennenlernt. Das könnte eigentlich eine Art des Reisens sein, wenn wir uns Zeit dafür nehmen, die uns alle letztlich mehr bringen würde, wo wir mehr mitkriegen würden von dem, wo wir hinfahren. Und ÖBB hat das, glaube ich, mal gesagt, Kurt Bauer könnte es gewesen sein, dass Nachtzüge die kultivierteste Art des Reisens sind. Und ich finde, das könnte ein gutes Motto werden. Okay, thank you. Translation of that? Yes. So, Bernhard said for people to use more trains, there have to be more trains to begin with. It has to be much, much easier to book these trains. He said that if you want to go to Paris by train, you can, but it is you really have to know what you're doing to get a good price and to actually get there. I'm lost my train of thought now. I'm trying to crunch it as much as possible. Fair competition. Yes, absolutely yes. He said that flying has to become much, much more expensive, and it would not be unreasonable, in fact, to even forbid flights below 1,000 or 1,500 kilometers. If you wanted to be really radical, if you really meant climate change, then you would have to go to these kind of steps. So, with that, maybe Bernhard needs his piece of paper. I was looking at the planning as well. Because we go to the third question, and the third question is more on the political level. So the question is, what has to be done on the political level? National governments, cooperation versus competition, the role of the European Union. Is that the political framework only, or organizing a pool of rolling stock? Could that be the job of the European Union? So the original idea was, of course, to pose this question to Karima Deli, but she's still not here. So in that case, I give the floor to Bernhard and wonder if you are ready to answer part of the question. Yeah, so politics. Politik muss ja auf zwei Ebenen passieren. Also erstmal, was wir jetzt allein auf deutscher Ebene, auch sonst auf nationaler Ebene hätten, wäre einmal das Thema Steuern, war eben schon erwähnt. Zum Beispiel sind Flüge, sobald sie über die Grenze gehen, 0% Mehrwertsteuer. Bahn ist im Moment noch 19%, demnächst 7%, etwas besser, aber eigentlich immer noch unfair. Das gleiche gilt für Energiesteuern. Kerosin ist komplett steuerbefreit. Der Bahnstrom hat sehr hohe Steuer, dazu sogar noch EEG-Umlage. Also das ist höchst unfair. Das zweite sind Subventionen. Wenn man was subventioniert im Verkehr, alle Verkehrsarten sind subventioniert, dann sollte man aber das subventionieren, was klima- und umweltfreundlich ist. Und das wäre eben die Bahn und
Fahrrad und so weiter, der ganze öffentliche Verkehr, das gehört dazu. Dann würden wir uns, hatte ich eben schon gesagt, mit den einfacheren Ticketkäufen, das könnte man auch auf nationaler Ebene regeln. Da wird darüber auch diskutiert, nämlich der sogenannte Deutschlandtarif, dass man das eben deutschlandweit vereinheitlicht für den gesamten öffentlichen Verkehr. Oder ich würde noch eine Ebene weitergehen, das auf europäischer Ebene zu haben, sollte doch im 21. Jahrhundert mit der technischen Entwicklung erst recht möglich sein. Und an vielen Stellen fehlt übrigens auch Infrastruktur. Das wäre jetzt erstmal auf dem nationalen Level, also vor allem an Knotenpunkten übrigens Infrastruktur, wo oft in den großen Städten eben die Züge dann Engpässe haben. Noch viel wichtiger hier ist aber die europäische Ebene. Und da eben hatte ich schon erwähnt, ein einheitliches Ticketsystem, das wäre was wir uns eigentlich tatsächlich auf europäischer Ebene wünschen würden, dass ich wirklich ein Ticket von jedem Ort in Europa zu jedem anderen Ort buchen kann. Das wäre der Wunsch. Und dann ist meine Meinung, zumindest unsere Meinung als Bahn für alle, dass die Kooperation zwischen den verschiedenen Bahnunternehmen eigentlich der Schlüssel ist. Wenn die alle miteinander im Wettbewerb sind, dann versuchen die sich oft gegenseitig auszubremsen, das Leben schwer zu machen. So sind zum Beispiel die Züge zwischen Hamburg, Berlin und München und Paris verloren gegangen, weil eben die Deutsche Bahn und die SNCF sich darüber nicht wirklich einigen konnten und sich gegenseitig das Leben schwer gemacht haben. Deswegen, die EU-Politik der letzten 30 Jahre war eigentlich immer nur der Wettbewerb zwischen den Bahnunternehmen, möglichst freier Markt, und dann wird sich der Rest entwickeln, aber das ist offensichtlich nicht passiert. Deswegen ist unser Argument eben eher dafür, dass die Bahnen miteinander kooperieren sollten, weil man auch nur dann ein wirklich gutes europäisches Netzwerk auf die Beine stellen kann, so wie eben diesen erwähnten Nylander, dass man sagt, man hat ein einheitliches Netzwerk in ganz Europa. Und tatsächlich könnte vielleicht das eigentliche Ziel sein im Sinne der europäischen Einigung, dass man sowas wie die United Railways of Europe hat, wo eben alle europäischen Bahnen zusammenarbeiten und alle zusammen dafür arbeiten, dass man ein gutes, aufeinander abgestimmtes Netzwerk hat. Und das heißt, wie ich eben schon gesagt hatte, nicht nur Nachtzüge, das sind auch die Tageszüge, die ich dann wiederum als Verbindungen habe, so dass ich auch lange Verbindungen mit Tages- und Nachtzügen zusammenstückeln kann. Und das sollte auch eben Fähren nach England, auf die Inseln im Mittelmeer, bis auf die Kanaren und so weiter involvieren. Dann könnte man eben wirklich auch weitgehend ohne Fliegen in Europa reisen. Das Interessante ist, das Bild, das du zeichnest, das gab es schon mal. Es war früher möglich, von einem Ort Europas in einen anderen Ort Europas das zu buchen. Das war übrigens während der Zeit des Kalten Krieges. So, now I'm going to translate what, as quickly as possible what Bernhard said. Now, on a the question was posed in English, so that's fine. On a national level, it has to become possible for railways to cooperate with each other. It would be good if politics could achieve a central booking system which was for all railways, rather than every railway having its own booking system. All modes of transport are subsidized. Now, if they are all subsidized, then it would surely be best to subsidize the most environmentally friendly mode of transport. Infrastructure has to be improved. There can be no question of deconstructing or dismantling any railway infrastructure, like, for instance, the Hamburg-Altona station. There can be no question of dismantling Hamburg-Altona because it is needed. On an EU level, railways should be made to cooperate more. Cooperation of all railway companies should be fostered. Again, perhaps with a central booking system which does not favour a particular company, and in which all companies work together, so that it is possible for the user to get on one ticket from one end of Europe to the other. The long-term dream is the United Railways of Europe. All right. Thanks. I'll give the floor to Patrik. Thank you. I wasn't asked to prepare anything on this question, but just a few comments. I think I'm not going to enter a discussion on good or bad climate policies, but for us it's been important to have a very clear climate policy in place, and that is pushed out into the different sectors of society.
We have, through this last state budget in 2004 to 2020, had the climate goal for the overall society pushed out into the transportation sector. Might sound as an administrative thing, but it gives an ownership to that goal in the transportation sector and to work for it. And then measures follow from that. So I cannot enough stress that. One political issue for us, or for our administration, is how to look into how to do international PSOs, that is, public service contracts. It's not untried. We actually have them in our own country and between us and Norway, but it's a large untrodden territory, and maybe the European laws have to be changed. We don't know yet. And a comment on fossil jet fuel. Just want to add there that as one, I think, of two, or if he was alone, my minister at the latest meeting in Montreal of the ICAO, the International Air Traffic Organization, the UN organization, advocated for a fossil jet fuel tax. So we really see that as a way, as a necessary measure to change demand from air travel to train travel. Thank you. Patrik Nylander hat also erzählt davon, dass in Schweden wurde zentral von der Regierung gefasst, dass eine starke Klimapolitik her muss. Dieser Entschluss wurde an die entsprechenden Ministerien und Gesellschaftsorganisationen weitergegeben, damit sie jeweils für ihren Sektor die bestmöglichen Lösungen finden können. Was internationale Nachtzüge betrifft, überlegt man den Weg zu gehen von Ausschreibungen. Das wurde bisher auf internationaler Ebene kaum probiert. Innerhalb Schwedens ja. Da gibt es ausgeschriebene Eisenbahnlinien und in Kooperation mit Norwegen hat man das schon gemacht. Auf einer innereuropäischen Ebene ist das noch ein neuer Weg, der gegangen werden muss. Es ist denkbar auch, dass EU-Gesetze angepasst werden müssen, um sowas überhaupt zu ermöglichen. Okay, thank you. Anyone else who wants to comment on the policy issue? I think Nick was a microsecond before Sven. So go ahead, Nick. Also unser tägliches Brot bei meinem Verband ist natürlich EU-Politik, Eisenbahnpolitik. Also ich könnte, wenn Sie alle hier 6 Stunden haben, dann könnt ihr einfach loslegen hier. Es gibt so viel, dass ich sagen könnte, aber ich versuche das zu fokussieren jetzt in ein paar Minuten. Also Wettbewerb kann natürlich noch existieren in einem integrierten Eisenbahnsystem. Also keiner von uns sagt, dass es kann erst einmal Wettbewerb zwischen unterschiedlichen EVUs geben im Fernverkehr, wo die Preise vollkommen frei sind. Das heißt, jedes Unternehmen kann frei entscheiden, was für einen Preis, was für Tarife es hat, oder wie die Qualität ist, wie die Service an Bord ist. Also ich meine, Flixtrain macht viel Service an Bord, also erst recht durch diesen Herrn. Und ÖBB natürlich will jetzt schicke neue Wagen einführen, das ist ein Teil vom Wettbewerb, das ist auch gut so. Aber wir haben trotzdem ein fragmentiertes Bahnsystem, vor allem ein fragmentiertes Vertriebssystem, das ist jetzt mehrfach angesprochen worden. Auf den meisten Strecken innerhalb Europas, vor allem grenzüberschreitend, muss man einfach erzwungenermaßen mit umsteigen. Also zumindest auf vielen Strecken muss man umsteigen. Erst zwischen Hauptstädten, also beispielsweise Berlin, Paris. Meines Wissens gibt es keinen durchgehenden Zug. Paris-Rom beispielsweise. Man muss umsteigen. In den meisten Fällen gibt es einen marktbeherrschenden Anbieter. Das heißt, unter diesen Voraussetzungen, bis der Markt frei ist, das bedeutet, bis es ähnlich aussieht wie im Flugverkehr. Im Flugverkehr gibt es 5 Allianzen, also innerhalb Europas, also 3 Hauptallianzen, dieses SkyTeam, OneWorld und Star Alliance.
Und dann im Grunde gibt es auch noch Ryanair und EasyJet. Also man hat im Grunde in vielen Fällen 5 Optionen, um innerhalb Europas zu fliegen. Im Bahnverkehr eigentlich nur eine Option, in vielen Fällen gibt es nur einen Anbieter. Und solange das noch der Fall ist, solange es noch keine unterschiedlichen Allianzen gibt, ich meine, unsere Verbandsmitglieder sind keine Allianz, wir decken nicht ganz Europa ab, muss es möglich sein, dass wenn zwischen 2 Bahnhöfen das günstigste Angebot eine Umstiegsmöglichkeit ist zwischen einem Neuling und einem Staatsbahn oder Staatsbahn plus Staatsbahn, aber das muss irgendwie angezeigt werden und auch verkauft werden, vorausgesetzt die Mindestumsteigezeit zwischen den 2 Bahnen ist groß genug, ansonsten bin ich zu kurz, das ist blöd. Aber im Grunde, wenn es machbar ist, beispielsweise Bonn nach Lille, das ist eine grenzüberschreitende Strecke, 270 Kilometer nur. Es gibt eigentlich 7 Optionen tagsüber zwischen diesen beiden Städten. Aber die Staatsbahnen verkaufen, also SNCF verkauft nur eine und DB verkauft es noch nicht mal. Man braucht dann andere Plattformen, andere digitale Plattformen, die im Grunde transparent alles anzeigen und das am besten kombinieren. Also so viel dazu. Rollmaterial, also wenn man wirklich mehr Züge haben will, müssen diese Finanzierungskonditionen existieren, auch für Neulinge. Das ist derzeit nicht der Fall. Die Staatsbahnen sind natürlich, haben ihre jeweilige Region im Rücken, das heißt, die kriegen bessere Konditionen, Finanzierungskonditionen. Das ist einfach nicht gerecht. Also so ist es unheimlich schwierig, Wagen neu zu kaufen, im Gegensatz beispielsweise zu ÖBB. Das ist für unsere Mitglieder fast unmöglich. Okay. Gut, und keine Direktvergaben mehr, bitte. Das auch noch. Ich habe 3 Punkte. One moment, let's get the translation first. Ich merke kurz an, es gibt einen direkten Nachzug von Berlin nach Paris, und zwar das ist der einmal wöchentliche Moskwa-Berlin-Paris Express. I just wanted to say there is a direct train from Berlin to Paris, and that is run by the Russians. It's the Moscow-Berlin-Paris night train. Runs once a week. Nick went on to emphasize that it is important that there is, however difficult it is for the night trains, it is important that there is competition, and at the moment one of the greatest problems is the fragmented sales system, which makes it very, very difficult to make cross-border journeys. So he noted that to get from Bonn to Lille, which is not a big distance, 270 kilometers, you have one offer from SNCF and another from Deutsche Bahn, and you can't combine them. He also said that it would be very important for new entrants to have access to rolling stock at the same conditions as incumbent railway companies. That is usually the old state providers. Okay, thank you. Is that Sven? The floor is yours. Ja, danke. Also 3 schnelle Punkte. Das eine ist, ich möchte schon ein bisschen eine Ehrenrettung für den Sektor Bahn haben, weil ein bisschen so der Eindruck jetzt ist, wir sind immer nur verspätet und alles ist kaputt und gar nichts geht mehr. Ich möchte nur erinnern, wir haben also in Österreich all in all eine Pünktlichkeitsrate von 96%. Jetzt ist es im internationalen Bereich schwieriger, auch bei uns und im Fernverkehr, aber von unseren 250 Millionen jährlichen Passagieren sind 240 Millionen Nahverkehrspassagiere. Also für das Gros der Leute, für die Pendler, funktioniert das System, ich kann jetzt nur von Österreich sprechen, relativ gut. Und wenn man sich den Flugsektor anschaut, was da Chaos war in den letzten Jahren, die Fluglinien gehen pleite, dann stehst 5 Tage in Barcelona und kommst nicht mit. Oder ein anderes Beispiel, ich muss am Dienstag nach Brüssel fliegen, um 7 Uhr in der Früh, kann man sich ausrechnen, wann ich aufstehen muss, wie lange ich in der Security stehe, wie lange ich am Gate stehe, wie lange ich im Bus hinfahre, wie lange ich eng in der Brussels Airlines sitze, etc. Also so chillig ist das jetzt auch nicht immer und alles. Zwei inhaltliche Punkte, die wichtig sind. Das Wichtigste ist die Interoperabilität. Wir leben im Jahr 2019 und ich kann einen Bus in Rumänien kaufen, ich kann einen Fahrer in Deutschland anstellen und ich kann mit dem von Portugal bis Schweden fahren. Ich muss mit dem Zug immer noch an der Grenze immer den Zugführer, also den Triebwagenfahrzeugführer, den Lokführer quasi wechseln, weil ich keine einheitliche Sprache habe und keine einheitlichen Regeln. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, oder das letzte Punkt, 3. Punkt, Buchungsmaschinen ja.
müssen wir besser werden als Sektor. Wir haben für unsere Nachtzüge nightjet.com einen eigenen Auftritt. Wir arbeiten auch in Österreich an einer Buchungsplattform. Nur eine Bitte schon. Das soll nicht in einem Uber-System enden, weil wer kennt die Firma des Uber-Fahrers? Wo einfach irgendwo ich buche mir ein Ticket und es ist völlig wurscht, wer fährt. Das haben wir im Flugzeug nämlich auch nicht. Da kann ich zwar Skyscanner-Flug vergleichen und so weiter, aber ich habe dann schon noch meine Entscheidung, ob ich bei EasyJet billig buche oder bei Lufthansa teuer. Und das muss immer die Entscheidung des Kunden sein. Das ist nicht irgendwie eine Plattform, die Europa gehört, die in Brüssel gewartet wird, übergeben werden und dann irgendwo digital die Tickets ausgeschlossen werden. Ja, danke. Okay. First of all, Sven went on to say that at the moment the picture we've painted of rail is that it's very, very unreliable, but he went on to point out that in Austria 96% of all railway connections were on time, 240 million passenger journeys were on time. That is mainly on a national and commuter level. However, it is actually quite good, at least for Austria. At an international level it is a bit harder. He also wanted to point out that he has to be in Brussels at 7 o'clock, so he has to soon, and he will have to go by air, and he has to get up frightfully early. Then he has to be very, very early, much, much earlier at security, to go through security. Before that he has to be on a bus to get to the airport, and that is not at all nice or comfortable. He also went on to say that he's not sure how a European-wide booking system run by the European Union, steered from Brussels, could work, because he thinks it's important that the passengers have choice, so that they know who is running their train. He doesn't want an Uber situation where you just book with this site and don't know what you're dealing with.